Die Morgan Motor Company im Westen Englands. Hier entstehen Fahrzeuge, die weltweit einzigartig sind, denn sie werden bis heute traditionell mit einem Rahmen aus Eschenholz gebaut. Das kommt an. Die Traditionsfirma blickt bereits auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Auf Bestellung entstehen pro Jahr bis zu 900 Einzelstücke, die wie Oldtimer aussehen, technisch aber auf dem neuesten Stand sind. Damit begeistert Morgan Autoenthusiasten auf der ganzen Welt. Worcestershire im Westen Englands, genauer gesagt Malvern Link. Hier befindet sich der Sitz der Morgan Motor Company. Knapp 200 Mitarbeiter bringen im Familienunternehmen diese außergewöhnlichen Fahrzeuge auf die Straße. Das wohl ausgefallenste Modell ist der traditionsreiche Three-Wheeler. Sein 2 Liter V-Twin-Motor leistet 83 PS. Der EV3 ist die Elektroversion. Der Aero ist das Supercar unter den Morgans. Sein 4,8 Liter V8 von BMW leistet 376 PS bei einem Gewicht von nur gut 1 Tonne. Am bekanntesten sind die Classic Cars. Die Roadster im traditionellen Look gibt es in 4 verschiedenen Leistungsvarianten, von 111 bis 367 PS. Tourguide Ian Patton kennt die Firma genau. Dieser Teil der Werkstatt ist der Startpunkt. Das ist der Chassis-Shop und hier beginnt der Aufbauprozess. Im Chassis-Shop werden die Fahrgestelle der Aero-Modelle und der Classic Cars aufgebaut. Dieses Gebäude ist in 2 Bereiche eingeteilt. In der ersten Hälfte werden die Aero-Modelle gebaut. Im hinteren Teil der Halle entstehen die Classic Cars. Und vor mir sind die Chassis der Aero-Modelle, so wie sie hier angeliefert werden. Die Basis der Aero-Modelle ist ein Aluminiumchassis, das aus 16 Einzelteilen besteht. Wie im Flugzeugbau werden diese Teile zunächst von Titanschrauben zusammengehalten. Danach kommt der gesamte Aufbau in einen Ofen. Durch die Wärme wird ein Kleber aktiviert, der alles zusammenhält. Die Schrauben sind ab diesem Moment eigentlich unnötig. Da ihr Gewicht sehr gering ist, bleiben sie aber im Chassis. Bei Morgan gibt es kein Fließband. Die Fahrzeuge werden auf Holzgestelle gebockt, um sie aufzubauen. Das ist Tradition. Ein Arbeiter ist dann allein dafür zuständig, dass aus dem rohen Chassis ein Rolling-Chassis wird. Das heißt, der gesamte Antriebsstrang wird in dieser Halle verbaut. Neben der Elektrik wird auch der BMW-Motor hier montiert. Zeitaufwand für den gesamten Prozess ca. 40 Stunden. Immer dabei auf dem Weg durch das Werk, das Buildbook. Alles beginnt mit dem Buildbook. Ganz oben stehen die Namen des Kunden und des Händlers. Dieses Buch begleitet den gesamten Fertigungsprozess im Werk und jeder unterschreibt bei seinem Teil. So wird sichergestellt, dass jeder Wunsch des Kunden erfüllt wird. Das gilt auch für die klassischen Fahrzeuge. Dieses Chassis ist aus Stahl, nicht aus Aluminium wie beim Aero. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man eine Z-Form. Der Boden des Z hält den unteren Teil des Fahrzeugs, der obere Teil die Karosserie. Diese Chassis werden auch als Leiterrahmen bezeichnet, einfach weil sie so aussehen. Sie sind heutzutage eher unüblich und eigentlich nur noch bei Offroad-Fahrzeugen zu finden. Aber Morgan nutzt diese Form seit den 30er Jahren bis heute. Das Aufbauprinzip bei den Classic Cars ist das gleiche wie beim Aero. Ein Mann, ein Fahrzeug. Die Motoren unterscheiden sich jedoch. Die weniger leistungsstarken werden von Ford zugeliefert. Der Zeitaufwand beim Aufbau der klassischen Modelle ist mit etwa 8,5 bis 9 Stunden wesentlich geringer. Doch das ist auch nicht das Hauptaugenmerk.
Es gibt angestrebte Zeiten für jeden Teil der Produktion. Aber im Gegensatz zu anderen Herstellern, wo es ein Fließband gibt und das Einbauen der Tür exakt 1,2 Sekunden dauert, legen wir mehr Wert auf Qualität als auf Zeit. Zur selben Zeit in einer anderen Halle. Hier findet man das, was wohl keiner in einer Autowerkstatt erwartet. Eine Schreinerei. Holz ist ein sehr traditionelles Material. Es ist ein wichtiger Teil historischer Fahrzeuge. Die modernen Morgans sind zwar keine historischen Autos mehr, aber sie haben eine Verbindung dazu. Und das ist es, weshalb die Leute einen Morgan kaufen wollen. Sie kaufen ihn wegen der Qualität, die einzigartig ist. Die Geschichte von Morgan reicht schon über 100 Jahre zurück. Die Morgan Motor Company wurde von Harry Morgan gegründet. Als er aufwuchs, besaß sein Vater, der recht wohlhabend war, ein Auto. Und durch diesen Einfluss entschied er, dass er Mechaniker werden wollte. Harry, hier mit 19 Jahren rechts neben seinem Vater, geht zunächst nach London, um Mechaniker zu werden und arbeitet dann bei den Great Western Railway Works in Swindon. Nach seiner Rückkehr nach Malvern Link gibt sein Vater ihm Geld, um eine Autowerkstatt zu eröffnen. Nach 2 Jahren entschied Harry, dass er sein erstes eigenes Auto bauen wollte. Und er konstruierte seinen ersten Three-Wheeler. Der hatte einen Motorrad-Zweizylinder-V-Motor von Peugeot in der Front, Lenkstock statt Lenkrad, Kettenantrieb und 2 Gänge. Der erste Morgan-Prototyp entsteht 1909. Zu dieser Zeit sind 3-rädrige Modelle gefragt, da sie günstiger sind als richtige Autos, aber besser als Motorräder. 1913 stieg die Nachfrage nach dem Auto sehr stark, auch weil es in Wettkämpfen so erfolgreich war. Allerdings gab es nicht die Infrastruktur, um den Bestellungen nachzukommen. Also suchte Harry einen Platz für ein eigenes Werk. 1913 fand er dieses Stück Land und 1914 zog die Morgan-Produktion um. Und seitdem sind wir hier. Seit über 100 Jahren befindet sich die Morgan Motor Company nun an der Pickerslade Road in Malvern Link. Und seit damals behält die Firma eine Tradition bei und ist damit weltweit einzigartig. Morgan ist der einzige Hersteller, der den Rahmen der Karosserie, wie im traditionellen Kutschenbau, aus Holz herstellt. Wir fertigen hier die Karosserierahmen für den Three-Wheeler, die Classic Cars und die Aero-Modelle. Das Holz, das wir verwenden, ist Esche. Esche ist sehr hart und das traditionelle Material beim Kutschenbau. Man hat es für Kutschen verwendet, weil es sehr widerstandsfähig gegen Wasser ist. Es ist hart und gleichzeitig ist es flexibel. Die Techniken, die die Handwerker benötigen, erlernen sie direkt bei Morgan. Zum Beispiel die Herstellung des Radkastens. Erst verklebe ich 3 Holzbretter mit Polyethylenkleber. Sie kommen dann in diese Vorrichtung und bleiben bis zu 2 Stunden darin. Was so einfach aussieht, erfordert jedoch Fingerspitzengefühl.
Wenn das Holz zu trocken ist, kann es bersten oder reißen. Aber wir haben hier eine spezielle Trockenkammer. Es sollte also noch genug Feuchtigkeit im Holz sein, sodass es flexibel genug ist, um für den Radkasten gebogen zu werden. Der Kleber spendet noch Feuchtigkeit. Wenn man den Dreh raus hat, ist es gar nicht so schwer. Wenn die Form getrocknet und der überschüssige Kleber entfernt ist, kann der Radkasten mit den übrigen Teilen des Rahmens verschraubt werden. Einer unserer Handwerker hier fertigt einen kompletten Rahmen an. Der wird dann in einen Konservierungsstoff getaucht, anschließend getrocknet und hinterher in den nächsten Raum gebracht, wo er mit Aluminium verkleidet wird. Wie haltbar die Rahmen sind, zeigt dieses Modell, das nach über 60 Jahren immer noch intakt ist. Sollte doch einmal ein Ersatzteil benötigt werden, kein Problem. Wir haben hier noch alle Schablonen für die Autos, die wir seit den 20er Jahren gebaut haben. Also wenn Sie einen 1930er Morgan haben und einen neuen Rahmen brauchen, wir können einen machen. Im Sheet-Metal-Bereich, also in der Metallverarbeitung, werden die fertigen Holzrahmen komplett mit Aluminium beschlagen. Wichtig ist dabei vor allem, dass alle Teile exakt auf das Holz angepasst werden. Die Oberflächen werden so lange von Hand bearbeitet, bis sie ebenmäßig und glatt sind. Auch die Metallbearbeitung lernen die Craftsmen direkt bei Morgan. Doch hier eine Stelle zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Die Fähigkeiten, die in der Produktion benötigt werden, wie das traditionelle Coach-Building, kann man wahrscheinlich nirgendwo sonst lernen. Grundsätzlich schreiben wir nur sehr selten Stellen aus. Die Leute bewerben sich und wir behalten ihre Lebensläufe 5 Jahre lang. Man kann als Auszubildender hier anfangen. Im Moment haben wir 12, bald vielleicht 20. Die Ausbildung gibt den jungen Leuten die Möglichkeit, erst den gesamten Herstellungsprozess kennenzulernen und sich dann auf einen Bereich zu spezialisieren. Man lernt dann 5 Jahre in einem Bereich. Wenn die Holzaufbauten mit Aluminium beschlagen sind, kommen sie im Assembly-Bereich mit dem unteren Teil, dem Chassis, zusammen. Hier wird das erste Mal die endgültige Form der Fahrzeuge sichtbar. Die Autos kommen aus dem Chassis-Shop herunter in diesen Raum. Zuerst wird der Aufbau auf das Chassis gesetzt. Danach werden die Heck- und Frontflügel angepasst. Die Flügel haben zunächst alle eine Standardgröße und müssen dann von Hand zugeschnitten und angepasst werden. Bei Morgan schneiden keine Maschinen die Fahrzeugteile zu. Je nach Modell und Größe des Motors passt ein Mitarbeiter die Flügel von Hand an. Schier unglaublich, dass am Schluss alles haargenau passt. Es ist Erfahrungssache. Du musst wissen, wo du hineinschneidest. Vorsichtig, um nicht zu viel abzuschneiden. Man muss sich das Auto anschauen und dann nach Augenmaß arbeiten. Erfahrung ist der Schlüssel. Und die hat Jason nach 29 Jahren im Unternehmen. In der Assembly-Halle werden auch die Motorhauben mit ihren von Hand gestanzten Luftlöchern gefertigt und angepasst. Dann sind die Autos bereit für den Paint Shop. In diesem Bereich beginnt die Endbearbeitung. Die Autos werden hierher gebracht und aufgebockt. Die Räder werden abgenommen und das Fahrzeug kommt auf eine Art Dollywagen. Dann werden auch Heck- und Frontflügel abgenommen.
Genauso wie auch die Motorhaube. Alle Teile werden einzeln von Hand geschliffen. Auch wenn die Oberflächenqualität schon fast perfekt aussieht, wird jedes Teil von Hand fein bearbeitet. Am Ende müssen alle Teile optimal für die erste Schicht Lack vorbereitet sein. Da die verwendeten Farben auf Wasser basieren, ist dieser Schritt enorm wichtig. Denn nur wenn das Aluminium perfekt bearbeitet ist, hält die Farbe später. Wenn das Auto fertig ist, kommt es in ein anderes Gebäude, wo es lackiert wird. Der Kunde kann aus 40.000 verschiedenen Farben wählen. 8 bis 10 Lackschichten werden aufgetragen. Anschließend geht es weiter zur Innenausstattung. Die Autos kommen aus dem Paint Shop hierher und als erstes wird das Leder im Interieur angebracht. Der Kunde kann entscheiden, welche Lederfarbe er gerne möchte. Und die Auswahl ist groß. Genauer gesagt, gibt es 142 verschiedene Lederfarben. Man kann außerdem verschiedene Stickereien am Sitz wählen. Man kann die Sitze belüften, dass es im Sommer kühler ist. Oder man kann das Leder wasserfest haben. Es gilt also, einige Entscheidungen zu treffen. Egal ob Stoffdächer oder Sitze, die Ausstattung wird nicht zugeliefert, sondern ganz nach den individuellen Wünschen des Kunden von Hand hergestellt. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Hier werden die Autos wieder auf Holzböcke gehoben und dann fertiggestellt. Alle Teile werden wieder angebracht für das letzte Finish. Nun werden die fertig lackierten Flügel und Anbauteile aus dem Paint Shop wieder ans Fahrzeug angebracht. Auch der Innenraum wird endgültig ausgestattet. Anschließend sind die Fahrzeuge bereit für die Probefahrt. Wer Bedenken wegen der Sicherheit des Holzrahmens haben sollte, kann übrigens beruhigt sein. Beim amerikanischen Crashtest geht es darum, dass ein Fahrzeug mit 50 Meilen pro Stunde gegen eine Wand fährt. Der Test beurteilt die Bewegung der Lenkeinheit in Richtung des Oberkörpers. Sie darf sich nicht mehr als 50 mm bewegen. Bei einem unserer Autos bewegte sie sich weniger als 10 mm. Ist die Probefahrt gut überstanden, gilt es nur noch einen Bereich zu überwinden. PDI, kurz für Pre-Delivery Inspection, also die letzte Inspektion. Jetzt befinden wir uns bei der letzten Inspektion vor der Auslieferung. Egal ob Aero, Classic Car oder Three-Wheeler, die Autos und der Lack werden hier auf jegliche Schönheitsfehler überprüft. Die vertikalen Lichter bieten die optimale Voraussetzung, um jedes noch so kleine Sandkorn oder manchmal sogar eine kleine Fliege unter der Farbe zu finden. Die Jungs hier polieren die Autos zunächst mechanisch und dann von Hand. Sie stellen sicher, dass der Lack absolut perfekt ist. Circa 5 Wochen liegen nun hinter den Autos, in denen sie von Grund auf aufgebaut wurden. Morgen lagert keine Fahrzeuge ein. Jedes ist vorbestellt und wird verschifft, sobald es fertig ist. Der Hauptkaufgrund? Ich denke, es ist das Gefühl, etwas Einzigartiges zu kaufen. Es gibt viele tolle Sportwagen da draußen mit unheimlich beeindruckenden Leistungsdaten. Aber Morgan hat das gewisse Etwas. Besonders wenn man im Werk vorbeikommt und sieht, wie die Unikate von Hand gebaut werden. Und das machen viele Leute. Das ist einmalig.
Dann geht es endlich auf die Straße mit der Sportversion des Erfolgsmodells Plus 4, dem AR-P4. Anlässlich des 65-jährigen Jubiläums des Plus 4 entwarf die Motorsportabteilung von Morgan, genannt AR, das auf 50 Stück limitierte Modell. Und das bietet typisches Morgan-Feeling. Tiefe Sitzposition, direkte Lenkung, Verbindung zur Straße, einfach ein ungefiltertes Fahrgefühl. Preis für das bereits ausverkaufte Modell: 55.000 Pfund. Aber sobald es geht, sollte man das Dach öffnen. Dann kommen die runden Formen der Karosserie zur Geltung und ziehen die Blicke regelrecht an. Der Innenraum ist relativ karg, bietet aber alle zum Fahren notwendigen Anzeigen und Ausstattungen. Und auch hier zeigt sich die hohe Verarbeitungsqualität. Das Morgan-Konzept funktioniert seit Jahren, aber ist es auch das, was Kunden in Zukunft noch wollen? Ich denke, die Zukunft sieht rosig aus. Es gibt einen netten Satz, den Herr Honda vor einigen Jahren bezüglich der Zukunft sagte: In etwa 20 Jahren wird es auf der Welt nur noch 4 große Autohersteller geben. Alles andere wird verschmolzen sein. Plus Morgan. Ein Familienunternehmen mit langer Tradition, die Herstellung individueller Unikate mit Hilfe außergewöhnlicher Techniken und ein Fahrgefühl, das sich echt und nach Freiheit anfühlt. Das macht die Morgan Motor Company aus und das ist ihr Erfolgsrezept.